Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben die wohl aufregendste und abenteuerlichste Woche unserer bisherigen Reise hinter uns. Wir waren an verschiedenen historischen Orten und am Ishak-Pascha-Palast, einem sehr besonderen Platz für uns. Und wir sind das erste Mal mit unserem Van stecken geblieben. Wie wir aus dieser Situation uns wieder herausmanövriert haben, das seht ihr nach dem Intro. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. In dieser Woche sind wir 1366 Kilometer quer durch Anatolien gefahren und haben dabei immer wieder die spektakuläre Landschaft genossen. Unser erstes Ziel ist Hattusha, die alte Hauptstadt der Hethiter. Etwa 180 Hektar umfasst ihre Fläche. Bei den Ausgrabungen hat man zwar zahlreiche Schrifttafeln gefunden, viel weiß man über dieses Volk dennoch nicht, das etwa vom 17. Jahrhundert vor Christi an hier gelebt hat. Zu sehen sind heute noch die Oberstadt mit einem rekonstruierten Stück der Stadtmauer, das Löwentor, ein Wall mit einem Tunnel vor die Stadt, das Königstor und mehrere Tempel nahe der Unterstadt. Die Ausgrabungen werden seit 1931 maßgeblich durch das Deutsche Archäologische Institut Istanbul betrieben. Viele Dorfbewohner finden hier Arbeit. Beim Einsatz unserer Drohne am Waldtunnel passiert es. Eine Sekunde nicht aufgepasst, schon verfängt sie sich im nächstgelegenen Baum. In den äußersten Ästen der Baumkrone bekommen wir sie mit Not zu fassen. Diesen Crash hat sie glücklicherweise unbeschadet überstanden. Vom Wall aus hat man eine gute Aussicht über die Oberstadt. Die Türkei ist ein Paradies für Freisteher. Wir suchen uns für die Nacht einen Stellplatz abseits der Schnellstraße an einem kleinen See. Am nächsten Morgen geht es weiter durch Anatolien in Richtung Osten. Als Wildcamper ist Wasser für uns ein wertvolles Gut und wir schätzen daher die öffentlichen Wasserstellen in der Türkei sehr. In Erzincan stoßen wir auf das frisch eröffnete Stadtmuseum. Es beinhaltet lokale Ausstellungsstücke, auch aus der Ära der Seidenstraße. Wir sind kurz vor der iranischen Grenze angekommen, sind jetzt im Ishak-Pascha-Palast, der im Übrigen von 1685 bis 1784 erbaut wurde. Und der Palast ist mehr eigentlich so als ein Palast. Er ist ein ganzer Gebäudekomplex, bestehend aus Repräsentationshallen, einer Moschee, einem Hammam, einer Küche, einem Harem. Ja, für mich ist es ein ganz besonderer Ort. Ich habe vor unserer Abreise ein Buch geschenkt bekommen über die Seidenstraße. Und in diesem Buch habe ich diesen Palast entdeckt und dachte mir, da möchte ich gerne mal hin
Und jetzt bin ich tatsächlich hier und das finde ich ist ganz besonders. Wir werden diesen Palast jetzt mal erkunden und nehmen euch natürlich mit und zeigen euch alles, was wir hier so entdecken. Nach 8 Wochen bekommt unser Van endlich mal wieder eine gründliche Wäsche. Nicht ahnend, dass diese bereits 2 Stunden später hinfällig sein wird. Auf der Suche nach einem Platz am Berg Ararat passiert es. Wir fahren uns fest. Unsere Versuche, aus eigener Kraft aus dem lehmigen Boden freizukommen, geben wir bei einsetzendem Gewitter schnell auf. Ich mache mich auf den Weg ins ca. 7 Kilometer entfernte nächste Dorf. Nach kurzer Zeit kommt mir ein Auto entgegen, dessen Fahrer sofort seine Hilfe anbietet und einen Trecker organisiert. Er schickt mich zurück zum Van und er schickt per WhatsApp ein Video, als er auf dem Weg zu uns ist. Wir sind sehr froh über unser Abschleppseil mit 4 Tonnen Zuglast. Für Dilan und seinen Trecker ist die Bergung unseres Kastenwagens ein Kinderspiel. Zum Abschluss weist er nochmal stolz auf die deutsche Herkunft der Zugmaschine hin. Dankbar und glücklich verabschieden wir uns voneinander. Schönen guten Morgen. Nach dem aufregenden Tag gestern haben wir uns für die Nacht ein Plätzchen gesucht mit festem Grund unter den Rädern und haben auch sehr gut geschlafen. Wir sind hier am Berg Ararat und neben uns ist hier auch die Arche Noah gestrandet nach der biblischen Überlieferung. Zum Glück hat es uns jetzt aber wieder weitergespült und wir sind auf dem Weg Richtung Norden entlang der armenischen Grenze. Und wir wollen uns heute die alte Hauptstadt Armeniens angucken, Ani. Und von dort melden wir uns dann später wieder. Bis dahin. Geröll und Schotter auf der Straße lassen uns nur kurz zucken. Am Ende sind sie uns lieber als weicher Untergrund. Herzlich willkommen in Ani. Wir sitzen in dem alten Hammam und würden eigentlich gerne ein Bad nehmen, aber wir haben natürlich keine Zeit. Wir wollen die Stadt Ani erkunden und euch natürlich zeigen, was noch davon da ist. Die Stadt hier war die Hauptstadt des armenischen Königreiches und im Übergang zum Byzantinischen Reich lag Ani an der nördlichen Seidenstraße. Davon hat sie sehr stark profitiert.
durch den Handel und den Reichtum. Und in der Hochzeit sollen hier bis zu 100.000 Menschen gelebt haben. Auf geht's! Im Grenzgebiet liegend hat Ani viel gesehen. Seldschukische, byzantinische, mongolische, armenische, georgische, russische und türkische Herrscher. Mehrere Erdbeben haben der Stadt zugesetzt. Am meisten das 1605. Gut erhalten sind heute noch der Seldschukenpalast, ein Teil der Stadtmauer, verschiedene Kirchen, allen voran die des St. Gregor, die Erlöserkirche und die Kathedrale von Ani. Am Ende der Woche machen wir unseren monatlichen Kassensturz, diesmal für den Monat Mai, den wir in Griechenland und der Türkei verbracht haben. Dabei vergleichen wir die Kosten auch mit denen des Vormonats. Um es vorwegzunehmen, unser anvisiertes Tagesbudget von 55 € haben wir auch im zweiten Monat überschritten. Wir liegen aktuell bei 65 €. Alle Einzelpositionen seht ihr jetzt. Das war die dritte Woche in der Türkei. Wir sind zum Abschluss in der Stadt Kars und werden morgen die Türkei über die georgische Grenze wieder verlassen. Ich war total erstaunt, wie grün Anatolien ist. Wir sind ja weite Strecken da durch die Landschaft gefahren, haben auch 2-3 Mal nachts im Hinterland gestanden. Und ich hatte mir die Gegend total anders vorgestellt. Mir war nicht klar, dass sie so grün ist und so vielfältig in ihren Farben. Also wir haben über beige, rot, grün, Sandfarben alles gesehen. Fand ich total spektakulär und hat mich echt überrascht. Was ich sehr besonders finde oder fand, sind die Menschen in der Türkei, die einfach so super offen und hilfsbereit sind, egal in welcher Situation. Letztes gutes Beispiel habt ihr eben gerade im Film gesehen. Ja, das hinterlässt bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Ansonsten fand ich Istanbul sehr spannend. Genau, und das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich die Türkei besuche. Ja, das stimmt. Die ersten Worte sind immer, wo kommt ihr her? Und danach kommt immer, willkommen in der Türkei. Und das ist einfach total herzlich und schön. Ja, wir hatten viele Zufallsbegegnungen, weil wir gerne mal zur Mittagszeit einfach mal von der Landstraße in so kleine Dörfer gefahren sind, wo dann relativ viel Trubel war und ein reges Leben. Und wir haben es häufiger erlebt, man geht einfach in eine Bäckerei und versucht sich mit Händen und Füßen zu unterhalten. Man bekommt einen Tee angeboten, man bekommt einen Kaffee angeboten. Und das ist einfach total nett und schön. Ja, schön.
Genau, wir verabschieden uns aus der Türkei und wir sehen euch nächste Woche wieder dann aus Georgien. Und wenn euch der Film gefallen hat, nicht vergessen, dann liked gerne. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, schreibt Kommentare. Und wenn ihr die nächsten Filme aus Georgien und so weiter sehen wollt, dann drückt ihr auf die Glocke und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Genau so. Also, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.